Mit diesem kleinen Versuch zeigen wir euch, dass warmes und kaltes Wasser nicht die gleiche Dichte haben. Wir färben als erstes das kalte Wasser mit blauer Lebensmittelfarbe und das warme Wasser mit gelber Lebensmittelfarbe ein. Wir stellen die beiden Gläser nun aufeinander. Damit das gelingt, brauchen wir etwas Dünnes und Stabiles. Ich nehme hier ein dickeres Plastikmäppchen. Und am besten macht ihr es auf einer abwischbaren Fläche. Wenn wir nun das warme Wasser unten haben und das kalte Wasser drüber stellen, vermischen sich die beiden Wasser im Nu. Machen wir es umgekehrt, dass das kalte Wasser unten ist und das warme oben, vermischen sich die beiden Wassertemperaturen nicht sofort. Wir schließen daraus, dass kaltes Wasser schwerer ist als warmes Wasser. Somit hat kaltes Wasser eine höhere Dichte als warmes Wasser. Die Dichte ergibt sich aus der Masse bzw. dem Gewicht pro Volumeneinheit. Tatsächlich ist es so, dass Wasser bei 4 Grad die größte Dichte hat. Mit steigender Temperatur nimmt die Dichte von Wasser ab. Das Wasser im Trinkglas ist kalt und das Wasser in kleinen Fläschchen lauwarm. Nun färbt man das Wasser mit Tinte ein. Da es wärmer ist, hat es eine geringere Dichte und schwimmt somit nach oben. Wir beobachten eine Strömung. Von den Fachleuten wird diese Strömung Konvektionsströmung genannt, bei welchem das warme Wasser nach oben strömt und zeitgleich kälteres Wasser nach unten. Irgendwann gleicht sich die Temperatur an und das Wasser an der Oberfläche gelangt durch die Konvektionsströmung wieder nach unten. Was hier ebenfalls eine Rolle spielt, ist, dass sich Teilchen schneller bewegen, je wärmer es ist. Die Verteilung der blauen Tinte im lauwarmen Wasser wird durch eine thermische Bewegungsenergie verursacht, welche auch unter dem Begriff Brownsche Bewegung bekannt ist. Das Gleiche beobachten wir, wenn wir einen Teebeutel ins warme Wasser tun. Hier haben wir kaltes Wasser auf der linken Seite und warmes Wasser auf der rechten Seite. Bewegen sich die Wassermoleküle schneller, stoßen sie öfters mit den Molekülen des Tees oder der Tinte zusammen und diffundieren deshalb schneller in einem warmen Wasser als in kaltem. Und nun Prost und bis zum nächsten Mal.